unten her mittels eines Schallwandlers und eines Frequenzgenerators in Schwingung versetzt wird. Bei langsam einwirkender Schwingung erscheint das allererste Urphänomen aller dreidimensionalen plastischen Gestaltbildeprozesse, nämlich der polare Vorgang von Einsenkung und Auswölbung, Kuppel und Senke, Konvexe und Konkave, während der Rand noch vollkommen rund bleibt. Dabei hat sich nun im Inneren eine kleine Luftblase gebildet, die uns zeigt, dass die Substanz des Wassers im Inneren noch einmal vollkommen andere Strömungs- und Fließbewegungen ausführt, als sie in der plastischen Form außen zu sehen sind. Neu hinzugefügte kleine, fein schwebende Teilchen können das nochmal eindrucksvoll vor Augen führen. Das Wasser strömt im Inneren in verschiedensten wirbelartigen Formen, einmal durch die Mitte hindurch oder am Kreis ringartig herum. Das allererste und einfachste Phänomen zeigt also schon eine komplexe Fülle verschiedenster Bewegungsprozesse. Betrachtet man einen solchen Tropfen schräg von der Seite, kann man einmal die ganz starr mechanische Auf- und Abbewegung der Platte sehen und auf der anderen Seite beobachten, dass das Wasser jedoch nicht passiv-reaktiv antwortet, sondern sehr stark rhythmisch schwingende Bewegungen ausführt. Bei allen Phänomenen zeigt also das Wasser seine eigenen Prinzipien ganz deutlich. In diesem Fall das rhythmisch schwingende Moment. Alle diese Vorgänge verlaufen so schnell, dass sie nur mittels einer Stroboskoplampe eines schnell blitzenden Lichtes verdeutlicht werden können. Selbst in verlangsamten Filmen treten jedoch oft schnell abrupt wechselnde Sequenzen auf, die hier zum Beispiel als einzelne Standbilder wiedergegeben sind. Sonderbarste Formen, dünne Erhebungen, aus denen noch einmal winzigste Tropfen nach oben hin herausspritzen, alle solche Phänomene können hierbei auftreten. Erstaunlich ist überhaupt, welch eine Vielzahl verschiedenster Formen und Strukturen ein einzelner Wassertropfen unter der Einwirkung von Tönen und Schwingen aufweisen kann. Hier beginnt sich nun nach oben hin ein Tropfen langsam abzuschnüren, der in der nächsten Sequenz jetzt über dem Rest des Wassers für einen Bruchteil einer Sekunde schwebt. Hieran kann man sich deutlich das ganze Wirkungsprinzip dieser Vorgänge klar machen. Wir haben zum einen die Urkraft des Wassers, die sogenannte Oberflächengrenzspannung, die den Tropfen immer zusammenhalten will. Und wir haben auf der anderen Seite die Schwingung, die jetzt die Substanz des Wassers auseinandertreibt. Genau in dem sensiblen Bereich, wo die eine Kraft gerade noch halten kann, die andere aber schon einsetzt, da wo also zwei polare Kräfte in einen Dialog miteinander kommen, dort geschieht etwas Neues und Überraschendes, nämlich faszinierende Gestaltbildeprozesse. Goethe hat das einmal sehr schön umschrieben, das Prinzip von Polarität und Steigerung. Dieser Tropfen antwortet nun auf eine bestimmte Frequenz in einer klar strukturierten Schwingungsform, die durch die Zahl 3 bestimmt ist.
Dabei darf man nun aber jetzt nicht davon ausgehen, dass eine bestimmte Frequenz x immer die gleiche Strukturgesetzmäßigkeit hervorbringt. Würde in dem jeweils schwingenden Tropfen irgendetwas verändert, entweder die Temperatur oder durch die Einbringung irgendeiner Substanz, würde sich die Eigenschwingung des jeweiligen Tropfens verändern und dadurch könnte die ursprüngliche Frequenz x die vorherige Form nicht mehr hervorbringen. Alle diese Phänomene sind eben das Ergebnis eines Dialoges. Und das Wasser ist nicht nur das passiv reagierende Moment. Dieser Tropfen nun hier ist ganz durch das Prinzip der Zahl 4 bestimmt. Sie sehen in der Mitte aber immer noch die Gegenwärtigkeit des Urphänomens von Kuppel und Senke. Bei den Bewegungsabläufen dieses fünfstrahligen Tropfens kann man ein weiteres Prinzip deutlich erkennen. Hier befindet sich nun die Spitze dieses Fünfecks oben. Im Verlauf der Schwingung wechselt das ständig ab, Spitze oben, Spitze unten. Oder es wechselt eigentlich immer als Gestaltungsmerkmal Spitze mit einer Seite ab. Der Physiker würde sagen, wir haben hier eine phasenversetzte Schwingung. Die eine Form verwandelt sich ständig in ihr Umkehrbild und wieder zurück. Bei der Betrachtung dieses fünfgliedrigen Tropfens von der Seite kann man erkennen, wie der Dom in der Mitte immer nur bei jeder zweiten Abwärtsbewegung auftaucht. Auch hier ein weiteres Beispiel, dass das Wasser nicht nur passiv reagiert, sondern hier ein rhythmisches Element mit einbringt, sodass wir das Verhältnis von 2:1 wiederfinden. Wenn alle Faktoren konstant bleiben, können solche Figuren über einige Minuten auch konstant schwingend bleiben. Hier kann man eigentlich einen Urprozess aller Lebensvorgänge sehr eindrucksvoll nachvollziehen. Wie eine ständige Vermittlung von Innen und Außen, von Zentrum und Peripherie. Wie ein embryonal pulsierendes Herz. Embryonale Forschungen haben auch gezeigt, dass an der Stelle, wo im Embryo das Herz entsteht, längst vorher ein Schwingungsimpuls nachzuweisen ist. Eigentlich heißt das, dass der Pulsschlag vor dem Organ des Herzens da ist. Ganz anders, als man das lange Zeit ganz mechanistisch sich vorgestellt hat. Erst müsste das Organ als Pumpe ausgebildet sein, damit überhaupt ein Impuls, ein Pulsschlag nachweisbar wäre. Alle diese hier erscheinenden zahlgeometrischen Verhältnisse machen uns deutlich, dass Zahlen eben viel mehr sind als nur Maßzahlen zum Messen und Zählen von Mengen und Quantitäten. In Zahlen wirken gliedernde, ordnende und strukturierende Kräfte. Sie hören bei all den hier gezeigten Beispielen keine Tonschwingungen, da sich die Frequenzen im nicht hörbaren Bereich befinden, etwa zwischen 20 und 70 Hertz. Wenn jetzt wie hier die Tonschwingung wieder langsam heruntergefahren wird auf 0, nimmt der Tropfen wieder seine ursprüngliche halbkugelige Form an.